Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen, hier auch. Der Björn ist gut Get down in the car, what can give it all? Bust it open hard, let me see you try. Get down in the get down in the car. Welcome to BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Luxury Race Crew took home the third spot. The state were 2 laps down. This baloney. Get up, get out. Hallo liebe Simracing und Rennsport-Fans und ein ganz besonderes herzliches Willkommen. Mal wieder Sonntag, Sunday Grand Prix Serie steht auf dem Programm. Und da heute Ostern ist unser Tommy leider nicht am Start. Er ist mit seiner Familie unterwegs, was ja auch völlig normal ist. Normalerweise sollte das Rennen heute hier bei GSRC übertragen werden. Leider gibt es da einen Krankheitsfall, so dass wir heute einspringen. Wir haben heute unseren Björn am Start und Byron. Schauen wir mal, was die beiden so bringen. Wünsche ich euch allen mal ganz viel Spaß. It's Sunday. Are we ready to race? I am. Well, should have been. Didn't join. Happy Easter, happy Ostara. However you celebrate today or not, I hope you're having a wonderful day. Did it split? Nope. No? Nope. Only 26, so yeah. So, Where's the split? 30 something? Byron, you must win the first split. Oh god. That's the challenge. Impossible. Impossible No, mission. not impossible. It's a win if you are the first in the F2 Championship. So, liebe Zuschauer, heute also gemeinsam mit Byron und Björn in Barcelona. I have only one mission, keep the car on track. That's my goal as well. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl gibt es heute nur einen Split. I don't know what it is, but the Frackleton setups are so hard to try for me. With the fucking NDT and Michael D. Turk hardcore setups, I drive much better. It varies for me. It depends on the track. Sometimes Dylan's suit my style better. Other times it's JDS. Da ja heute Ostern ist, haben die meisten Fahrer andere Verpflichtungen. But I also miss the setups that the Finns used to put up last season. Deswegen das kleine Starterfeld heute. Only Anti Aaron, but then you get a late birthday present from me. Just talk to Brawley for livery and I pay. Yeah? Yeah. Oh no. Yeah, I do it. No fucking problem. No, I mean, I'm having problems again. Oh no, fuck. Connection. Noch läuft aktuell die Practice Session, das Quali müsste gleich losgehen. Yeah, I'm lying. Maybe do the first two corners with the quali set. I never driven it before. Okay, Practice is over. Patrick, guck mal gerade auf GSRC, ob die übertragen, weil die hatten gestern schon Probleme. Und wie in der Einleitung schon erwähnt, gibt es bei GSRC einen Krankheitsfall, sodass sie das Rennen leider nicht übertragen können. Hey, good luck in quali, Björn. Yeah, you too. Well, YouTube is scheduled. Yeah, it's scheduled, but in the 49ers yesterday also no broadcast. Das Qualifying ist hier eröffnet und Andy Lepisse, aktueller F1 Championship Leader, ist schon mal rausgegangen. Take a bit of pressure off me. Würde ich mal sagen, hier Sergio Fernandez, der Einzige, der da heute mithalten wird können, vorne mit Andy. I've never done well on a broadcast yet.
Your first win in a day, don't show it. Oh. Yeah, no, that's such a pisser. Haben wir heute so einige prominente Namen mit am Start, wie beispielsweise Cam Porter hier oder Timothy Vandenberge. We'd have to force him into doing a replay. Yeah, someone from the 49ers sent them the replay from Top Split. So. Fuck. Oh. Björn hier mit einem wilden Rutscher in die letzte Kurve reingedonnert. Hier kommen auch schon die ersten Zeiten, wenig überraschend. Andy Lepiste in Front vor Sergio Fernandez. Rory Wallbank haben wir auf 3. Samuel Reimann auf 4 und Timothy Vandenberger auf 5. Für Andy eine 1:30,239 gefahren. Björn kommt hier ein zweites Mal über die Linie und da schiebt sich Sergio Fernandez auf Pole. Missed out on my best by 3/10. Eine 1:29,631. Sergio Fernandez in Führung. Das hätte ich so nicht erwartet. On second place, Andy Lepiste. And on third place, Timothy Vandenberger. Björn belegt am Ende Startplatz 12 und Byron Startplatz 17. Schauen wir mal, was sie dann im Rennen draus machen. Good luck, Björn. Thank you. Sergio again, 29. Holy shit. Even without- Anti is lower. Yeah. This gets interesting. Neue Namen hier. Mauro Micheletti, Bruno Wischmann, Mein Blau. Das Auto ist schon noch blau, ne? Don Runkel wie immer, ganz hinten. Ford ohne Quali. Wie immer. Michael Bandini, das ist irgendwie der Name, das ist ein Tommy, sein Lieblingsname. Oh, Cam ist auch da. Ja, direkt vor euch. Björn on 14th place and Byron on 18th place. If I don't fuck up, I maybe can do fingers crossed. 31.5, I think. Where is Keys? Keys, yeah, 31.5. He's on my pace normally. Yeah. Cam Porter behind me. Holy shit. Load the race setup. Yeah, Already done. like Wolfram last race. Yeah, forgot to load the race set. After 2 laps, you drive to the box. I wonder if he's looking at next week's race calendar and going, I better get in front of him. Und da hat das Gritting auch schon begonnen und die Jungs machen sich hier alle bereit. How much you betting, Kirk? Lapa qualifies at Zandvoort. 15 seconds. I'm sorted. 10, I'm good to go. 5. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grüne Flagge und die wilde Jagd beginnt. Das ganze Feld macht sich hier auf die Reise. Da hinten Andy Hucil, sehe ich, ist super aus den Startlöchern gekommen. Aber auch hier vorne Andy Lepiste ist schon dabei, den Pole-Sitter Sergio F. Fernandez zu überholen. Samuel Reimann und Daniel Ganes konnten Roly Wallbank überholen und Björn hier auch recht vernünftig weggekommen. Hier vorne Timothy kämpft hier gegen AJ Roper um den 3. Platz. No. Hier Björn und Cam Seite an Seite, davor George Bate. Roly Wallbank scheint da immer mehr zurückzufallen. Hinterm Cam dann Mark Cruikshank und Bruno Wischmann. Who made it 3 wide? Und wir konnten es gerade in Byrons Switch mitverfolgen. Da hat es einen Unfall am hinteren Ende des Feldes gegeben, den wir uns nachher gleich mal anschauen. Byron ist ja bis ans Ende des Feldes zurückgefallen. You lost one piece of your wing. Und im Replay haben wir den ganzen Vorfall nochmal eingeblendet. Andrew und Mauro Micheletti sind sich hier nicht einig, räumen sich hier gegenseitig ab und Byron ist der dritte Leidtragende, der da unverschuldet mit reingerissen wird. Und oben haben wir es gerade noch im Augenwinkel gesehen, da ist der nächste gerade ausgegangen. Das ist Keith Turner hier auf P8, der in der Kurve den Curb etwas mitnimmt und dann sein Fahrzeug verliert ohne Fremdverschulden, kann aber weiterfahren. Nur ein paar Positionen verloren. Hier vorne an der Spitze, Andy und Sergio machen sich schon aus dem Staub. Oh, 3. Yeah. 3 wide is not a good idea, guys. Oh nein, und hier der nächste Unfall und Björn mittendrin verwickelt. Das ist sehr, sehr schade. Da schauen wir auch gleich nochmal, was da passiert ist. Unten im Replay schön zu sehen. George, Björn und Mark fahren hier zu dritt nebeneinander auf die Kurve zu, was selten gut geht. Björn versucht da noch zu bremsen, aber wird da in die Zange genommen und abgeräumt. Und auch George und Mark müssen da einen Umweg durchs Spießbett machen. Und auch Keith Turner hatte hier den nächsten Dreher und fällt wieder ein Stück zurück. Für den läuft heute überhaupt nicht. Hier auf P12 Samuel Reimann, direkt hinter ihm Eric Merino. Der hatte am Start auch einen kleinen Zwischenfall, den wir uns dann gleich mal anschauen.
Hier Andy Lepisto in Front, 0,9 Sekunden vor Sergio Fernandez. Die beiden haben sich schon aus dem Staub gemacht. 2,5 Sekunden vor AJ Roper, der vor Timothy Vandenberge und Andy Ucel liegt. Dann haben wir Daniel Galles, Patrick Samaran, Cam Porter, Bruno Wischmann, Kurt Klapper und Rolly Wallbank auf P11. Und Byron musste gerade die Box ansteuern. Schade. No. 2 minutes for repairs. Oh no. 2 Minuten Reparaturstopp. Naja. Really want seconds, guys. Thanks. Und Björn ist hier auf P21 zurückgefallen hinter Mauro Micheletti. Wir schauen uns jetzt nochmal den Zwischenfall am Start vom Erik an. Uiuiui, Björn hier ganz schön am Rutschen. Und im Replay schön zu sehen, Erik kommt da ganz schlecht weg, das Auto gerät ins Schlingern und er dotzt hier ganz leicht an Mein Blau an, kann aber weiterfahren. Zum Glück ist da nichts Gröberes passiert. Erik liegt inzwischen auf dem 10. Platz, direkt vor Samuel Reimann hier auf P11. Auf P12 haben wir dann Rolly Wallbank. Recht solider Start für die Jungs hier. Insgesamt haben wir hier im kompletten Starterfeld von 26 Fahrern heute nur 4 Fahrer aus der Pro Division am Start. Hello. Racetrack, no parking lot. What the fuck? Und Björn ist hier am Schimpfen, fühlt sich da von Michael Bandini aufgehalten. That was ridiculous. 3 wide in turn 1. Yeah, they do the same with me in turn 7. Ein durchwachsener Start für unser Björn in das Rennen. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall, den wir uns mal anschauen müssen. Bruno Wischmann kommt da ins Straucheln und verliert sein Fahrzeug und fährt dann einfach stumpf wieder auf die Strecke. Am I really the only one who has damage? Sebastian Theoal kann da nicht mehr ausweichen und knallt voll rein, überschlägt sich und das Rennen ist vorbei für ihn. Echt schade. Da hat der Bruno hier den Leader der F2-Wertung aus dem Rennen genommen. Yeah, somehow iRacing decided, oh no damage today. Der nächste Zwischenfall für Andrew S. Thomas. Wir sehen es gerade. Noch keine sichtbare Beschädigung. No visible damage. Unten im Replay schön zu sehen, Andrew kommt da um die Kurve und da eiert Mein Blau rum. Ein Fahrer mit 900er Rating steht da mitten in der Kurve im Weg und es kommt, was kommen muss. Andrew kracht in den Brock und fliegt ab. Die Turner hier nach diversen Zwischenfällen auf P18 und hier vorne Andy Lepisto, letzte Runde der schnellste im Feld gewesen, kontrolliert hier das Rennen und wird verfolgt von Sergio Fernandez, der einzige, der hier halbwegs mitgehen kann. Zu AJ Roper auf P3, schon eine Lücke von fast 2 Sekunden, der da hinten um die Ecke geschossen kommt, aber ein Top-Rennen für AJ Roper, muss man sagen. AJ liegt auch hier aktuell auf P1 der F2-Wertung vor Timothy Vandenberge. Andy Ucel auf P3, aktuell auf der Strecke der 5., der hier unterwegs ist. Hier haben wir AJ Roper mal im Bild. P3, P4 dann hier Timothy Vandenberge und P5 Andy Ucel. Ungefähr 2,2 Sekunden hinterm Timothy. Die Turner greift hier unseren Björn an. Seite an Seite geht es auf die nächste Kurve zu. Da hat Björn aber auch fair Platz gemacht. Schied eine höhere Pace heute drauf. Die Jungs befinden sich gerade mal in der 4. von 25 Runden. Hier vorne Samuel Reimann verfolgt immer noch Eric Merino. Hinten dran Rolly Wallbank, die Plätze 10, 11 und 12. Vor der Gruppe Kurt Klapper ist da schon 3 Sekunden weg. Und hier hinten unser Byron fährt jetzt im Feld mit Rückstand hinterher. Sebastian und Bruno, die beiden Unfallgegner aus der 2. Runde, stehen immer noch an der Box und lassen ihr Fahrzeug reparieren. Wirklich sehr, sehr schade für Sebastian, der so einen tollen Start in die Saison hatte und hier die F2-Wertung angeführt hat, bis da Bruno Wischmann plötzlich mitten auf der Straße gelegen hat und er unverschuldet aus dem Rennen gerissen wurde. Die Kampfgruppe hier rund um Eric Merino auf P10 bekommt jetzt Besuch von hinten. Wir sehen es da, George Batev hat sich da rangerobbt und wird jetzt über kurz oder lang an Rolly Wallbank versuchen vorbeizugehen, denke ich mal. Vielleicht kommt jetzt hier schon der Angriff am Ende der Geraden. Sauberes Überholmanöver ist da top durchgegangen. What the hell are you doing? Und wir haben es eben gehört, da hat es irgendwo den nächsten Zwischenfall gegeben. Da müssen wir mal schauen, was da irgendwo passiert ist. Unfälle oder Ähnliches werden hier gerade nicht angezeigt. Und auch hier die Kampfgruppe Eric Merino, Samuel Reimann, George Batev und Rolly Wallbank, da ist immer noch alles beim Alten. Hier hinten Andrew S. Thomas, Mein Blau und Javier Pozza. Die Plätze 20 bis 22. Nach vorn zu Michael Bandini schon eine Lücke von knapp 4 Sekunden. Hier im Mittelfeld setzt Samuel Reimann Eric Merino permanent unter Druck.
um in die Top 10 zu kommen. Der lässt sich aber bisher nicht in den Fehler treiben. Tolles Duell hier, schon rundenlang. That's probably going to be the fastest I get today. Wir hatten hinten am Ende des Feldes wieder mal einen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Wir schalten hin. Unten im Replay schön zu sehen. Mein Blau verliert da sein Fahrzeug, knallt hier in die Bande und fliegt zurück quer über die Strecke. Und Javier Pozza hat da eine Menge Glück, dass er dann nicht von Mein Blau abgeräumt wird. Ein Fahrer mit 900er Rating, ich glaube, der hat sich hier in den Meisterschaftslauf verirrt. Da rollt aufs Rad quer über die Strecke. Hier haben wir Andy Ucil mal im Bild auf P5. Nach vorne und hinten jeweils ein Sicherheitsabstand von ungefähr 2,5 Sekunden. Das variiert immer von Kurve zu Kurve. Ein Top-Rennen heute für den Andy. Aber auch Cam Porter hier mit P8, Top-10-Ergebnis. 1,5 Sekunden vor Kurt Klapper und 3,7 Sekunden hinter Patrick Samaran. Ein tolles Rennen. Natürlich auch für den Kurt heute absolut top hier P9. Und hier der spannende Kampf um P10. Oh, da hat Erik einen Fahrfehler gemacht. Ui, über die Brustkörb gehoppelt. Und das nützt hier George Batev innen aus und versucht da an den Jungs vorbeizugehen. Erik gibt da aber noch nicht klein bei. Samuel muss sich da hinten anstellen. Seite an Seite geht sie auf die nächste Kurve zu. Und da muss sich George auch noch mal hinten anstellen. Trotzdem hier ein Top-Manöver. Hat hier einen Platz gut gemacht. Liegt somit auf P11. Nach dem anfänglichen Zwischenfall mit dem Björn geht es weiter nach vorn. Hinten ist jetzt auch wieder Rolly Wallbank dran und da der nächste Angriff. Erik kommt ein bisschen weit raus und George sticht da innen rein. Seite an Seite geht sie auf die nächste Kurve zu und da, oh, da kommt, was kommen muss. Achtung, Unfall. Leichte Berührung und Erik fliegt da ab und er nimmt auch hier Samuel Reimann noch mit. Echt schade. Zum Glück nicht viel passiert. Erik kann weiterfahren, aber das ist echt schade jetzt hier. Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Unten im Replay schön zu sehen, Erik versucht da eine Kurve zuzumachen und George kann nirgendwo hin und berührt Erik hinten am Rad, der hier sofort in den Dreher gerät, abfliegt und Samuel Reimann mit abräumt. Zum Glück scheinen die Fahrzeuge nicht schwer beschädigt zu sein und weiter geht's. Unser Björn hier auf P16 verfolgt Mauro Micheletti, ein zähes Rennen. Zum Glück sind nach dem anfänglichen Zwischenfall keine weiteren dazugekommen. Und Björn hat ja auch noch ein bisschen mehr als 2/3 des Rennens Zeit, um sich hier ein Stück nach vorn zu arbeiten. Ich glaube, Björn, seine Pause war ein bisschen zu lang und er hat ein bisschen zu viel Rost angesetzt, den er jetzt hier erstmal abschütteln muss. Er kommt so langsam wieder in Fahrt und wir sehen, er macht jetzt auch richtig Druck auf Mauro, der wahrscheinlich da irgendwo noch eine Beschädigung vom Startunfall hat. Hier haben wir Andy und Sergio, die sich da schon außen Staub gemacht haben. Circa 3,5 Sekunden hinter dem Führungsduo liegt AJ Roper und der wird verfolgt von Timothy Vandenberge. Dann haben wir auf P5 Andy Ucil. Nach vorn und hinten jeweils einen soliden Abstand von ein bisschen was über 3 Sekunden. Ein tolles Rennen. Samuel Reimann durch den Zwischenfall inzwischen auf P12 hinter Rolly Wallbank zurückgefallen und Erik Merino bekommt jetzt von hinten Besuch von Keith Turner, der hier den Erik unter Druck setzt. Weiß man nicht, ob Erik da auch noch eine Folgebeschädigung hat. Oh, und da fliegt er zum zweiten Mal ab. Vorsicht, liegt er mitten auf der Strecke und da kommen die Gegner. So wie es aussah, ist auch Björn durchgegangen. Das schauen wir uns direkt gleich nochmal an. Man sieht hier unten, Erik fährt da eigentlich ganz normal in die Kurve rein, vielleicht ein bisschen zu schnell und er verliert das Fahrzeug. Es kann sein, dass er von vorhin noch ein paar Folgebeschädigungen hat hier. Wird zurück auf die Strecke geschleudert, wartet aber korrekt ab hier, bis seine Gegner vorbeigefahren sind, um dann niemanden zu schädigen. Und wie wir hier sehen, konnte Björn auch seinen Gegner Mauro Micheletti überholen und liegt jetzt hier somit auf P14. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, es geht aber voran. Auch Björn. Mauro ist über 3000er. Und Björn hat heute noch keinerlei eigene Fehler gemacht, das stimmt optimistisch. Aber einen kaputten Eckflügel. Ja, ich hab's gesehen. Nach vorn zu Keith Turner fehlen Björn allerdings schon über 3 Sekunden. Das wird schwer, da noch was aufzuholen. Erik Merino hier inzwischen auf P16 zurückgefallen, da der nächste Verbremser, Mark Cruikshank hinten dran, der am Anfang der auch den Zwischenfall mit dem Björn und dem George hatte. Auf P6 hier Daniel Gales und dahinter Patrick Samaran. Die Jungs hatten wir heute auch selten im Bild, die Plätze 6 und 7. Sind da ungefähr 5 Sekunden weg von den Top 5 Plätzen.
Hier auf P13, Keith Hörner liegt direkt vorm Björn und etwas mehr als 3,5 Sekunden hinter Samuel Reimann auf P12. Und während Andy Lepisse ganz vorn eine Rekordrunde nach der anderen dreht, kann Sergio sich in seinem Windschatten halten. Nach hinten zu AJ Rober wird die Lücke immer größer, die beträgt jetzt schon fast 6 Sekunden, während nach vorne unter einer Sekunde halten kann. Sauber. Mir scheint aber auch, dass Andy hier das Rennen kontrolliert und noch nie alles gezeigt hat, um dann am Schluss von seinen Reifen überrascht zu werden. Wir befinden uns ja gerade erst in Runde 10 von 25. Inzwischen hat das Führungsduo hier einen Vorsprung von über 6 Sekunden auf AJ Rover auf Platz 3. It feels like a waste of energy at the minute. Und während die Jungs hier vorne ihre Kreise ziehen, Sergio da immer noch ganz dicht dran an Andy, kämpft hier Byron mit sich selbst. 11 from 25 laps. More than a half to go. Ihr habt es gerade gehört, wir sind jetzt gerade in der 11. von 25 Runden. Da ist also noch eine ganze Menge Weg zu gehen. Das wird eine ziemlich zähe Angelegenheit für unseren Byron heute. Trotzdem Hut ab, dass er versucht, sich da durchzukämpfen. Andy und Sergio gehen jetzt hier in die 12. von 25 Runden, also haben wir gleich Halbzeit erreicht. Und was Sergio auch anstellt, er kommt da nicht näher an Andy ran. Ich bin mir ganz sicher, Andy kontrolliert das Rennen hier. Da kann man hier in der F1-Wertung auch jetzt nach dem 3. Rennen schon sein Geld darauf verwetten, dass Andy hier Meister wird, da seine Hauptkonkurrenten aus dem eigenen Land ja gar nicht am Start sind. Wirklich schade, dass wir heute nur 4 F1-Fahrer am Start haben. Timothy Vandenberge hier auf P4, da wird er heute eine Menge Punkte einsammeln, wird verfolgt von Andy Huchel. Da meldet sich Timothy also im Kampf um die F2-Krone wieder zurück. Hier auf den Plätzen dann Daniel Gales und Patrick Samaran, die Plätze 6 und 7. Auf 8 haben wir dann Kurt Klapper, heute selten im Bild, hier auch Cam Porter. Beide ein Top-Rennen in den Top 10 hier im ersten Split. Auf 10 dann George Batev, der sich jetzt inzwischen von seinen Verfolgern freifahren konnte. Hinten dran dann auf P11 Rowley Wallbank, den wir hier im Bild haben. Und wir haben jetzt Halbzeit überschritten. Andy und Sergio haben jetzt hier die 13. Runde eröffnet. Daniel Gales verfolgt hier unseren Byron, der allerdings schon ein paar Runden Rückstand hat. Byron liegt auf P23 und Daniel auf P6. Wird verfolgt von Patrick Samaran, der ihm die ganze Zeit da wie ein Schatten folgt. Die Jungs hier haben direkt in der ersten Runde ihre Position bezogen und bis dato hat sich daran auch nicht viel geändert. Schade, dass sich das Feld jetzt so ein bisschen auseinandergezogen hat. Haben wir nirgendwo interessante Zweikämpfe. Oh, und hier hat es gekracht. Oh, Kurt crasht. Oh no. Oh, schade. Kurt Klapper hat da sein Fahrzeug weggeworfen. Auf P8 liegen. Das wäre so ein Top-Ergebnis hier im ersten Split gewesen. Da schauen wir jetzt direkt mal, was da passiert ist. Dadurch rückt Björn natürlich in Position nach vorn. Kurt kommt da um die vorletzte Kurve, fährt er ein Mühe zu weit raus und wird auf diesen verdammten Wurstkörb ausgehebelt, ist nur noch Passagier in seinem Auto und schlägt ein. Das Fahrzeug ist natürlich komplett Kleinholz und er muss aufgeben, wirklich schade. Eine kleine Unaufmerksamkeit und das bis dato so gute Rennen ist mit einem Schlag vorbei. Mark Boigschenk hier kämpft sich auch tapfer durchs Rennen auf P15. Da geht nach vorn auch nichts mehr. Mauro Micheletti auf P14 liegt da über 10 Sekunden weit weg. Und 2 Sekunden hinter ihm Eric Merino, den wir hier mal im Bild haben, hatte heute auch schon so den ein oder anderen Zwischenfall und kämpft sich jetzt hier noch tapfer durch das Rennen bis zum Zielstrich. Hier haben wir dann auf P17 Michael Bandini, P18 Andrew, auf P19 Don Runkel Jr. und auf P20 hier David French.
Hier vorne alles wie gehabt. Andy kontrolliert das Rennen und Sergio folgt ihm da wie ein Schatten, kommt aber nicht näher und kann auch keinen Angriffsversuch starten. Björn liegt inzwischen auf P13. Allerdings hat er nach vorne zu Samuel Reimann über 6,5 Sekunden Abstand. Da wird aus eigener Kraft heute hier auch nicht mehr viel gehen. Nach hinten ein beruhigender Abstand von über 2,5 Sekunden zu Mauro Micheletti, der, denke ich mal, auch mit einem leicht beschädigten Auto zu kämpfen hat. Wir befinden uns jetzt hier in der 15. Runde, also haben wir noch ungefähr 10 Runden zu gehen. Thank you. Inzwischen haben die zwei Führenden hier über 10 Sekunden Vorsprung auf AJ Roper, der sich auf P3 befindet, nach wie vor. Just also hoping for a fight with Cam today. Byron kämpft sich ja auch tapfer durchs Rennen. Aktuell Position 21, ein mühsames Rennen. Nächste Woche Zandvoort dürfte Byron etwas mehr liegen. Da hat er schon so das ein oder andere sehr gute Ergebnis eingefahren. Und ich denke mal, da dürften sich auch ein paar mehr Fahrer dann wieder anmelden, so dass es dann 2 Splits gibt. Insgesamt hat Byron hier 3 Runden Rückstand. Hier haben wir mal Cam Porter im Bild, Position 8. Von hinten kommt langsam George Batev immer näher. Es sind nur noch knapp 1 Sekunde und nach vorne der Abstand viel zu groß. Über 12 Sekunden auf Patrick Samaran. Thank you. Hier vorne die Spitze unverändert. Andy Lepisto kontrolliert das Rennen und Sergio versucht ihm da zu folgen. Was ihm bis hierher auch gelingt, allerdings kommt er keinen Schritt näher und kann auch keinen Angriff setzen. Hier vorne keine Veränderung. Andy kontrolliert das Rennen und Sergio versucht ihm da zu folgen. AJ Roper auf P3 ist da schon ein riesen Stück weit weg von den Jungs. Timothy Wandenberge liegt immer noch auf P4, gefolgt von Andy Ucil. Er bewegt sich so knapp 1 Sekunde hinterm Timothy, kann aber auch die Lücke nicht zufahren. Und die beiden haben schon über 12 Sekunden Vorsprung auf Daniel Gales und Patrick Samaran, die dann auf P6 und 7 folgen. Hier haben wir Daniel mal im Bild. Da hinten sehen wir auch Patrick Samaran. Die Plätze 6 und 7. Ein unauffälliges, aber sehr, sehr solides Rennen für beide. Thanks, man. Björn hier auf P13, auch irgendwo im Nirgendwo. Ein solides Rennen, frei von eigenen Fehlern, jedoch am Anfang unverschuldet in diesen Crash mit verwickelt worden und ein ganzes Stück zurückgefallen, was er im Laufe des Rennens nicht mehr zufahren konnte. Der Abstand nach vorne hier zu Samuel Reimann Nice recovery. auf P12 beträgt über 7 Sekunden. That got a little scary. Runde 19 und hier vorne an der Spitze hat sich absolut nichts verändert, außer dass Sergio ein paar Zehntel näher gekommen ist. Der Abstand zu AJ Roper auf P3 beträgt schon über 15 Sekunden. Und Sergio hat letzte Runde auch die schnellste Runde des bisherigen Rennens gefahren. Eine 1:29.808. Wow, eine irre Zeit. Ansonsten gibt es hier derzeit kaum Bewegungen im Feld. Andy und Sergio kämpfen hier um P2 und Timothy und Andy Ucil kämpfen um P4. Die Zeiten, die die Spitze hier fährt, die kann sonst niemand im ganzen Feld mitgehen. Alle anderen fahren so 2 bis 3 Sekunden langsamer.
AJ Roper hier, der Fahrer, der auf dem 3. Platz liegt, satte 5 Sekunden langsamer gefahren letzte Runde. Timothy 1:31,461 letzte Runde und Andy Uchill 1:31,291. Der hat sich wieder ein Stück näher rangerobbt, kann aber auch nicht so richtig die Lücke zufahren. Das Duell zieht sich jetzt hier auch schon über das halbe Rennen. Andy ist die ganze Zeit hier in Schlagdistanz, kann sich aber irgendwie nicht ranfahren, geschweige denn vorbeikommen. Dasselbe hier vorne an der Spitze. Sergio fährt das ganze Rennen schon dem Andi hinterher. Der ist direkt am Start in Führung gegangen und kontrolliert seither das Rennen. Und nachdem es jetzt eine ganze Weile ruhig war, hat man im hinteren Feld mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Wir schalten hin. David French hier auf P19 am Ende des Feldes ein bisschen zu energisch in die Kurve reingefahren, verliert sein Fahrzeug. Ein Dreher kann das Auto aber abfangen und weiter geht's. Konnte zum Glück einen Einschlag verhindern und hat hier somit nur Zeit verloren. George Bartev konnte inzwischen seinen Rückstand auf Cam Porter zufahren und auch Andy konnte jetzt seinen Rückstand auf Timothy eindampfen, aber ranfahren und vorbeikommen, das sind immer 2 Paar Schuhe. George greift jetzt hier schon mal an, versucht hier an Cammy vorbeizukommen. George zeigt sich schon mal hier in Cammys Rückspiegel, ist aber noch zu weit weg für einen Angriff. 4,5 Runden hat George noch Zeit, um an Cammy vorbeizugehen. Ein ganz starkes Rennen von beiden Fahrern, wobei George, oh, jetzt hat er hier einen kleinen Verbremser gehabt und muss abreißen lassen. Ich wollte gerade sagen, für George wäre da noch mehr gegangen, wäre am Anfang nicht in den Unfall verwickelt worden mit Mark Cruikshank und Björn. Jetzt hat Andy hier vorne wieder nachgelegt und eine schnelle Runde hingebrettert. Auch hier bei Timothy und Andy Uchill ist alles beim Alten. Björn dreht hier schon die ganze Zeit auf P13 seine Kreise. Nach vorne und hinten geht da nichts mehr. Da heißt auch nur, das Rennen vernünftig über die Ziellinie zu bringen. Hier haben wir auch mal Andrew S. Thomas im Bild. Ihm fehlt ein Stück Frontflügel. Nach diversen Zwischenfällen versucht er das Rennen hier auf P17 auch noch irgendwie nach Hause zu bringen. Close enough, yeah. Genauso wie unser Byron hier auf P21. Und hinten am Ende des Feldes gab es mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Wir schalten hin. Don Runkel hier fährt ein bisschen zu schnell in die Kurve rein, verliert sein Auto, aber nur ein Dreher, rollt hier auch korrekt von der Strecke. Wartet, bis die Gegner vorbei sind und weiter geht's. Weit ist es nicht mehr bis ins Ziel, hat es bald geschafft. Da heißt es erstmal ein bisschen die Reifen wieder sauber fahren. Hier auf P4 und 5 alles wie gehabt. Andy versucht sich da an Timothy ranzurobben. Der kontrolliert aber den Abstand. Hinten dran, Andrew S. Thomas ist da schon überrundet. Hier haben wir auch mal die Turner im Bild, P11, am Anfang den einen oder anderen Wackler gehabt, ansonsten ein relativ sauberes Rennen. Samuel Reimann, P12 und Björn, P13. Und da sehen wir hinter Björn, dass Andy Lepisto plötzlich hier alleine unterwegs ist und einen ziemlich großen Vorsprung auf seinen Verfolger Sergio Fernandez hat. Da müssen wir gleich mal schauen, was da passiert ist. Da gab es auch einen Zwischenfall. Sergio fährt hier ein bisschen zu schnell in die Kurve rein. Da werden die Reifen auch schon langsam am Ende sein. Verliert das Heck, dreht sich ein. Die beiden haben aber so viel Vorsprung, dass da nichts weiter passiert und weiter geht's. Damit ist natürlich jetzt hier eine Vorentscheidung gefallen. Und der einzig spannende Zweikampf ist der um P4 und 5 hier zwischen Timothy und Andy. Die Jungs sind jetzt in der vorletzten Runde. Aber so wie es aussieht, wird sich Andy da seine Zähne am Timothy ausbeißen. Und Timothy wird froh sein, wenn er dann die schwarz-weiß karierte Flagge sieht, genauso wie unser Byron hier.
Andi ist jetzt hier am Björn vorbeigegangen, auf dem Weg zu einem nie wirklich gefährdeten Sieg. Sergio konnte sich zwar immer in Andis Windschatten halten, hatte aber nie wirklich eine Chance zum Angreifen. Ui. White Flag. Last lap for all. Und Andi eröffnet jetzt hier die letzte Runde. Circa 6 Sekunden Vorsprung auf Sergio F. Fernandez auf Platz 2. Mittendrin unser Björn. Nach anfänglichem Zwischenfall doch noch ein relativ solides Ergebnis hier eingefahren. Und P13 im ersten Split, das bringt ja auch eine Menge Punkte für die Meisterschaft. Obwohl ich mir denke, dass für Björn die Meisterschaft diese Saison keinerlei Bedeutung hat. Da geht es eigentlich nur um ein paar vernünftige Einzelergebnisse und wieder richtig in den Flow reinzukommen. Auch AJ Roper auf P3 geht jetzt hier in seine letzte Runde. Der Leader in der F2-Wertung. Dahinter Timothy Vandenberger und Andy Ucil. Andy immer noch im Windschatten, hat hier aber keinerlei Möglichkeit davon ranzukommen. Und ich denke mal, so langsam wird er sich ja auch mit seinem 5. Platz abgefunden haben. Und nachdem es am Anfang hier im Rennen ziemlich turbulent zuging, hat sich das ab der Rennmitte etwas beruhigt und es hat kaum noch Platzverschiebung gegeben. Die letzten Meter für Andi hätte ich mir gewünscht, dass Sergio da ein bisschen mehr dagegen halten kann. Gab ja einen Hoffnungsschimmer mit der Pole Position, der sich leider direkt am Start dann schon in Rauch aufgelöst hat. Letzten paar Meter für Andi Lebisse, dann hat er es geschafft. Congratulations, Andi. Trotzdem hier einen ganz herzlichen Glückwunsch und Hut ab vor dieser Leistung. 8 Sekunden dahinter dann Sergio Fernandez. Congrats, Unicorn. Glückwunsch, Einhorn. Björn auf P13 im Ziel. Angekommen, Minimalziel erreicht. 13. Platz ist okay. Und so langsam kommt dann auch der Rest Richtung Ziellinie gefahren. Byron hat da noch ein Stück Weg vor sich. Byron nach kleinem Reparaturstopp auch wieder auf dem Weg ins Ziel. Eine halbe Runde hat er ungefähr noch, dann ist er auch erlöst. Und jetzt sehen wir hier mal, Samuel Reimann ist im F1-Ranking aufs Podium gefahren, obwohl er nur 12. geworden ist. Timothy konnte seinen 4. Platz bis ins Ziel halten, vor Andy Ucil. Da dürfte dann auch so langsam der Rest des Feldes ins Ziel kommen. Hier haben wir Daniel Gales auf P6 und Patrick Samaran kommt hier um die Kurve auf P7. Dahinter David French schon mit runden Rückstand. Cam Porter hier konnte P8 halten vor George Batev auf P9. Und 4 Sekunden hinter George Batev kommt hier Rolly Warbank auf P10 ins Ziel. Nice job, Cam. That was some good last lap there. Byron. Keith Hörner läuft als 11. hier ins Ziel und dahinter dann Samuel Reimann auf P12. Cam has no voice chat because he's streaming. No, I've just been sat here silently because I've been in a bad mood. Yeah, all fine. That first corner was fucking ridiculous. Und hier haben wir auch mal das Gesamtergebnis eingeblendet. Yeah, stupid, 3 wide, what the fuck. I'm gonna review that now. Und wie vorhin schon gesagt, sind wir nächste Woche in Zandvoort zu Gast. Hoffen wir mal, dass unsere Jungs da ein Stück besser performen können. Ja, many points for you. Und da wird dann sicher auch unser Tommy wieder am Start stehen. Hier haben wir jetzt auch mal den Zwischenstand in der F2-Wertung eingeblendet. What track do we have next week? Zandvoort. Oh, Hey, it's a win, plus safety, plus I-Rating. Hey. Zandvoort, 2 seasons ago. Björn wins and Byron was on podium. Und da sind wir auch schon langsam am Ende unserer Sendung angelangt. Da würde ich mal sagen, freuen wir uns auf das Rennen nächste Woche. Okay, Number 4. Who's number 4? Bis dahin, lasst es euch alle gut gehen. Okay. Mauro Michelti. Werde ich jetzt hier erstmal beenden. I will say goodbye to our viewers.
nächsten Mal. Macht's alle gut. Ciao, ciao. Yeah. 3 wide, not good on the side. Ja, liebe Zuschauer, was soll ich sagen? Immerhin ist noch ein respektables Ergebnis für unseren Björn rausgesprungen. Beim Beirennen, da decken wir lieber den Mantel des Schweigens drüber und freuen uns schon aufs nächste Rennen. Ich hoffe, ihr auch. Denke ich mal, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt alle gesund und vor allen Dingen uns treu. Macht's alle gut. Tschüss. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.